Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Big Questions. In dieser Sendung ich beantworte eure Fragen und ich rede auch auf Deutsch, weil es ist gute Training für mich. Ich fühle mich ein bisschen krank heute, aber the show must go on. Yes. Ich hoffe, ihr seid gut heute und natürlich ich fange mit dieser Quizfrage an. Thema heute ist Müll. Es gibt besondere Müllsäcke in Deutschland für Packungen, Dosen, alles was wieder verwertbar ist. Die Frage heute ist, welche Farbe hat dieser besondere Sack? Ist es A. gelb, B. schwarz oder C. lila? Antwort ist am Ende dieses Videos. So, bleibt daran und nicht vorspulen. So, ich fange mit euren Fragen an. Und die erste Frage heute kommt von Achim VR. Wie viele Menschen lernen in der Schule Englisch? Wird es in der Schule gelernt und in jeder Stadt? Oh, gute Frage. Als ich in der Schule war, ich hatte eine Wahl zwischen Französisch und Deutsch. Zum Glück entschied ich mich für Deutsch. Normalerweise in einer Schule kann man zwischen zwei Sprachen auswählen. Die sind normalerweise entweder Französisch, Deutsch oder Spanisch. Schwer zu sagen, yes. Wenn die Schüler 11 sind, können sie eine zweite Sprache auswählen zu lernen. Diese Sprache ist auf ein GCSE-Niveau. Allerdings können sie später die Sprache abwählen. Und das ist ein Problem heutzutage, weil es gibt viel weniger Schüler, die eine Sprache lernen möchten. Das ist ein Problem, denke ich. Okay, und die nächste Frage, oder Fragen, kommt vom Chris Krotz. Der erste ist, wie alt bist du? Ja, ich werde im November 28 sein. Ein bisschen alt, oder? Was hast du für einen Job? Ich habe das in einem früheren Video beantwortet, aber ich sage es nochmal, ich bin ein Mediendesignerin. Wo wohnst du in Deutschland? Ich will eigentlich die Stadt nicht sagen, wegen privatlicher Gründe, aber ich kann sagen, dass ich wohne in Niedersachsen, Lower Saxony, das ist im Norddeutschland. Ich bin sehr nah an der Küste. Das ist alles, was ich sage. War es eine schwere Entscheidung, Großbritannien zu verlassen? Es war der Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich etwas anderes und Neues sehen wollte. Deswegen, es war nicht eine große Traurigkeit, Großbritannien zu verlassen, weil ich wusste, dass ich neue Erlebnisse und Sachen sehen würde. Ich kann sagen, dass ich bin froh, dass ich diese Entscheidung gemacht habe, weil ich habe so viel gelernt und gesehen und ich bin als eine Person gewachsen. Im Rückblick, es war wert, hier zu kommen und schöne Erinnerungen zu sammeln. Ich liebe dieses Wort. Erinnerungen. Wie siehst du die Ereignisse in Köln an Silvester als Ausländerin? Ich war schockiert, natürlich, und angewidert und auch traurig, weil es gab nicht genügend Polizei, nicht genügend Polizeischutz und Hilfe zur Verfügung. Die nächste Frage kommt von Kid Weißmantel. Die Frage ist, hast du schon mal einen Deutschen in Großbritannien getroffen, bei der es zu einer urkomischen Situation kam? Ja, das ist zu mir passiert. Es gab eine lustige Situation. Ich habe einen Deutschen getroffen. Wir haben einen Plan, Mittagessen zusammen zu haben. Sie hat gesagt, dass I invite you. Und das war eine Direktübersetzung vom Deutsch. Ich lade dich ein. Das heißt auf Englisch I invite you. Wort für Wort. Ich lade dich ein, I invite you. Es gibt keinen Hinweis, dass Sie möchtet bezahlen. Es heißt nur, dass Sie möchtet irgendwo mit mir gehen. Die richtige Englisch ist It's my treat, I'll be paying. Aber lustig, ja. Und Michi Knox hat eine Frage. Wenn du eine DVD oder Blu-ray anschaust und es hat
englische und deutsche Sprache. Welche Sprache wählst du? Ich mag wirklich keine synchronisierte Films- oder TV-Serien. Der Hauptgrund, warum ich das denke, ist, dass die Stimme des synchronisierten Schauspielers ein Teil des Charakters ist. Wenn die Originalstimme weg ist, dann fühlt es sich an, dass ein Teil des Schauspielers weg ist. Der Schauspieler verliert seine Leistung. Die Stimme ist ein wichtiger Teil des Schauspielers. Ein paar Schauspieler haben einzigartige Stimmen, die ich gerne hören möchte. Bei deutschen Filmen ist es auch so, dass ich möchte die Originalstimme hören. Mit einer Übersetzung geht auch die Wortwitze verloren, besonders in Comedies. Multi-Guitar Chris fragt, gibt es große Unterschiede zwischen der englischen und deutschen Medienlandschaft? Ich vermute, dass du mit Medienlandschaft Zeitungen und TV-Nachrichten meinst. Beide Länder haben viele Nachrichtenquellen und Zeitungen. Ähnliche Zeitungen sind The Sun und Die Bild. Ich dachte immer, es war das Bild, aber es ist Die Bild wegen Die Bild Zeitung. Die Zeit und The Guardian sind auch auf demselben Niveau. Interessant ist, in Deutschland, es gibt um 20 Uhr eine 15 Minuten Nachrichtensendung und das ist zwischen 18 Uhr und 22 Uhr Hauptnachrichtensendung. In England, es gibt statt 15 Minuten eine Minute Nachrichten-Update zwischen 18 Uhr und 22 Uhr. Es gibt auch wöchentliche Satire-Shows. In England, sie sind zum Beispiel Russell Howard's Big News oder Have I Got News for You? In Deutschland, es gibt auch ähnliche Satire-Sendungen. Ein Beispiel ist Heute Show, aber das ist mehr Politik statt Nachrichten, würde ich sagen. Es gibt Zeitungen auf einer höher Niveau und auch Zeitungen, die auf einem niedrigen Niveau sind. Die nächsten 2 Fragen kommen von Patrick Kirschbauer. Überlegst du, zurück nach Großbritannien zu gehen? Wenn man einen Job hat und Beziehungen hat, es fühlt sich gut an. Ja klar, wenn ich meine Lieblingsbritische Essen haben möchte oder einen Spaziergang in meinem Heimatstadt gehen möchte, dann es ist schwer und ich würde zurück nach Großbritannien fahren, aber im Moment, ich fühle mich wohl hier. Und die zweite Frage ist, wie gefällt dir das Wetter in Deutschland im Vergleich zu Großbritannien? Oh, well, hier oben im Norden, es ist sehr ähnlich. Man kann es vergleichen. Hier im Norden, es ist wie in Südengland. Es ist Regen, ein bisschen mehr Regen, vielleicht ein bisschen Sonnenschein zwischendurch. Eine Sache, die anders ist Wind. Es ist immer windig in meiner Stadt. Es ist fast unmöglich, ein Kleid zu tragen. Wind ist neu. Wenn man an der Küste lebt, man kann das erwarten. Was lustig ist, dass das Wetter in Großbritannien, das Wetter in Südengland ist eine Wettervorhersage für das Wetter hier im Norddeutschland. Nicht immer, aber zum Beispiel heute in Südengland Regen und wolkig. Das heißt, dass der nächste Tag hier im Norddeutschland, es ist auch Regen mit ein bisschen Wolken. Klick! Das ist für heute alle Fragen, die ich beantworten kann, weil dieses Video ist vielleicht ein bisschen lang. Jetzt kommt Jetzt kommt die Quiz-Frage-Antwort. Die besondere Müllsack. Die Antwort ist It's gelb! Sie sind die gelben Säcke. Dosen, Folien, Milchkartons, aber kein Papier und kein Glas. Nein. Alle 4 Wochen, sie sind auf der Straße gesammelt oder in einer Mülltonne. Wir haben in Großbritannien einen großen Mülleimer und alles geht da drin. Das ist der gelbe Sack. Vielen Dank, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Ich hoffe, mein Deutsch war okay und nicht komplett Müll. Ich bin nicht perfekt, ich weiß.
Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Und wenn ihr noch ein paar Fragen habt, bitte schreibt mir auch einen Kommentar in dieses Video hier. Ich wünsche euch alles Bestens. Bis nächste Woche. Tschüss. Es ist so schwer, heute Deutsch zu reden. B, blau oder ist es C, gelb? No, lila. Yes. Es wurde nicht so... Kriminalität. Ich fühle mich wie ich... ich denke, es gibt nicht mehr... This is just so complicated German. Die nächste Frage kommt... Wenn die... I've got the giggles. Es ist auch so mit bei synchronisierter... Ich muss... I can't read off the answer was... No, that's English. How's that? Ich weiß, dass es nicht totales gut Deutsch war. Das war's.